Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Arndlang. Ihr seht, alles Wichtige, was irgendwie in Arndlang auf dem Markt ist, das fängt mit S an: Sequence, String und Structs. Ja, Structs sind eigentlich wahrscheinlich gar nicht so extrem wichtig, aber sie geben euch so ein kleines Gefühl für Objektorientierung, wenn ihr schon mal damit gearbeitet habt. Ansonsten seht Structs einfach als eine Möglichkeit, um möglichst komplizierte Datentypen neu zu speichern. Das heißt, ihr könnt euch jetzt hier eine neue Struct erstellen, ist auch eigentlich eine Variable. Wir nennen sie jetzt einfach mal, keine Ahnung, Präsident oder sowas. Doppelpunkt. Ich weiß, dass ich es übrigens falsch geschrieben habe, das ist Absicht. So, und jetzt erstellen wir das Ganze über das Schlüsselwort Struct. Struct und dann wieder mal eure eckige Klammer auf, weil es auch ein Funktionsaufruf intern ist. Und dann könnt ihr hier eure Variablen angeben. Zum Beispiel so, und jetzt benennen wir unsere Variablen erstmal. Also ich hätte ganz gerne Name dastehen. Und Achtung, die Keys, das sind die Keys, die wir als erstes angeben. Der Name, normalerweise schreibt man Keys auch immer groß, deswegen werde ich das jetzt hier auch mal machen. Der Name von meinem Präsident ist, und jetzt kommt noch ein String, weil das aber tatsächlich der Wert der Variable ist, das ist ein String, ist Arnold. Und jetzt haben wir hier noch ein Semikolon und jetzt können wir die nächste Variable angeben. Also immer zwei Felder für eine Variable. Die Variable Name ist belegt mit Arnold und die Variable Shots Left oder sowas. Stopp. Ist ein Key, sollte man eigentlich groß schreiben. Ich werde jetzt einfach nur Shots sagen. Und dann könnt ihr hier auch tatsächlich irgendwie ein Integer oder sowas, also irgendwelche Zahlen oder sowas benutzen, 42. Und dann könnt ihr die Klammer zumachen oder natürlich, ihr könnt einfach noch mehr machen, so viele ihr wollt natürlich, wie jedes Mal. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel mal was habt, was kein String hier ist, also hier zum Beispiel mal eine 5 oder so stehen habt als Key von einer Variablen, dann wird es automatisch in einen String konvertiert, nur so für interne Rechnereien oder sowas, falls ihr es mal brauchen solltet. Okay. So, und jetzt könnten wir hier zum Beispiel fragen, ob so eine Variable in unserem Präsident drin ist. Und dazu sagen wir einfach Name elem President. Okay, und dann wird hier ausgegeben Arnold. Das heißt, ihr könnt hier, das ist der Key, also Name, und Shots sind Keys für unsere Variablen und die tatsächlichen Werte in unseren Variablen sind Arnold und 42. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Shots abfrage, Shots elem President oder Präsident ist 42. Das kommt dann dabei zurück. Also ihr habt hier direkten Zugriff auf eure ganzen Dinger hier sozusagen als assoziatives Array und könnt über die Namen bzw. über die einzelnen Einträge, über die Keys dann jeweils diese Variablen abfragen. Sehr, sehr nützlich, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr irgendwie mal ein komplexeres Array habt, könnt ihr hier natürlich das Ganze so machen. Okay. Ja, das ist im Prinzip alles, was ihr zu Structs wissen müsst. Structs sind eigentlich mehr wie assoziative Arrays, nicht unbedingt irgendwas Objektorientiertes, aber es gibt so ein kleines Gefühl dafür, wenn wir hier sowas kreieren mit Keys eben. Und ja, falls ihr Dictionaries kennt, das ist auch vergleichbar. Also es gibt viele verschiedene Namen, hier heißen die Dinger eben Structs. Okay, das war's von meiner Seite und ja, nächstes Mal gibt es noch einen kleinen Bonus und ich glaube, dann bin ich auch schon mit den Basics auf jeden Fall durch und ihr könnt jetzt eigentlich schon so ziemlich alles machen, was ihr euch erträumt. Und wir hören uns beim nächsten Mal dann. Bis dann, ciao!